Lektion 1: Professionelle Einführung. Guten Morgen, ich bin James von der Firma ABC und habe die jüngsten Marktexpansionen Ihres Unternehmens mit Interesse verfolgt. Schön, Sie kennenzulernen, Jamis. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Ich bin der leitende Stratege des regionalen Entwicklungsteams. Ich bin daran interessiert, eine mögliche Zusammenarbeit im Hinblick auf das neue Projekt für nachhaltige Energie zu prüfen, das Ihr Unternehmen soeben angekündigt hat. Um dieses Projekt wird viel auf Hems gemacht, da es eines der ersten seiner Art in dieser speziellen geografischen Region ist. Während die Initiative im Trend liegt, bleibt die langfristige Rentabilität eines derart umfassenden Wandels ein umstrittenes Thema. Wir glauben, dass die ökologischen Vorteile und die künftigen regulatorischen Änderungen letztendlich denen zugutekommen werden, die frühzeitig handeln. Ich werde Ihnen unser Unternehmensprofil zukommen lassen, damit Sie sich über unsere bisherigen Erfahrungen mit ähnlichen Infrastrukturprojekten informieren können. Das wäre sehr hilfreich. Haben Sie einen konkreten Zeitplan im Sinn, wann Sie die Gespräche aufnehmen möchten? Ich würde es vorziehen, innerhalb der nächsten 14 Werktage ein formelles Treffen zwischen unseren leitenden Angestellten zu arrangieren. Ich werde den Kalender meines Direktors konsultieren und Sie per E-Mail kontaktieren, um einen passenden Termin zu vereinbaren. Ich finde, dass diese Netzwerkveranstaltungen von unschätzbarem Wert sind, um Partner zu finden, die unser Engagement für Innovation teilen. Ich stimme zu, die Möglichkeit zum persönlichen Austausch ermöglicht einen wesentlich differenzierteren Austausch von Ideen und Zielen. Ich freue mich darauf, Ihre Korrespondenz zu erhalten und eine, wie ich hoffe, sehr erfolgreiche Partnerschaft zu beginnen. Ich werde Ihnen außerdem eine Zusammenfassung unserer technischen Anforderungen zukommen lassen, damit sich Ihr Team entsprechend auf unser Treffen vorbereiten kann. Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag. Je mehr Informationen wir haben, desto produktiver wird unser erstes Beratungsgespräch sein. Es war mir ein Vergnügen, Sie heute kennenzulernen, Jamis. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Firmen einander viel zu bieten haben. Es war mir ein Vergnügen. Ich bin gespannt, wie unsere gebündelte Expertise diese nachhaltige Initiative voranbringen kann. Ich melde mich bald wieder. Genießen Sie bitte den Rest des Symposiums und die für heute Nachmittag geplanten Hauptvorträge. Vielen Dank. Ich beabsichtige, heute Abend noch vor meiner Abreise zum Flughafen an der Vorlesung über Schwellenländer teilzunehmen. Lektion 2: Intensive Aromen. Ich finde, dass die Verwendung frischer Zutaten anstelle von getrockneten die Qualität einer selbstgekochten Mahlzeit grundlegend verändert. Ich stimme zu. Der Geschmack wird intensiver und lebendiger sein, wenn wir Kräuter verwenden, die erst heute Morgen geerntet wurden. Und welche Basilikumsorte sollten wir verwenden, um die von uns für die Soße ausgewählten Tomatensorten zu ergänzen? Derzeit gibt es viel Aufsehen um die Verwendung von Zitronen, Basilikum in traditionellen mediterranen Gerichten, was durchaus interessant ist. Obwohl sie bei modernen Köchen im Trend liegt, bleibt sie für diejenigen, die die klassische Genovese-Variante bevorzugen, eine umstrittene Wahl. Ich bin der Ansicht, dass klassisches süßes Basilikum für dieses Rezept die geeignetste Wahl ist, um einen authentischen Geschmack zu gewährleisten. Ich werde zum örtlichen Markt gehen und schauen, ob es dort besonders duftende und gesunde Bio-Blumensträuße gibt. Meinst du, wir sollten auch etwas frischen Oregano hinzufügen, oder würde das den feinen Geschmack des Basilikums überdecken? Eine kleine Menge Oregano kann eine wunderbare erdige Tiefe verleihen, vorausgesetzt, er wird sparsam verwendet und erst gegen Ende hinzugefügt. Ich werde die Basis für die Soße fertigstellen, während du auf dem Markt nach den Kräutern suchst. Ich finde, das gemeinsame Kochen ist eine sehr entspannende Art, eine lange und anstrengende Arbeitswoche ausklingen zu lassen.
Ich stimme zu, es ermöglicht uns, uns auf eine konkrete Aufgabe zu konzentrieren, die uns eine unmittelbare und köstliche Belohnung für unsere Anstrengungen bietet. Ich werde außerdem nach einem hochwertigen, lokal produzierten Olivenöl suchen, um den Geschmack des Gerichts noch weiter zu verfeinern. Das ist eine kluge Ergänzung. Die Qualität des Öls ist oft das Geheimnis einer wirklich außergewöhnlichen italienischen Pastasauge. Ich bin schon ganz hungrig. Der Duft der frischen Zutaten lässt mich schon sehr auf unser Abendessen freuen. Ich werde dafür sorgen, dass die Pasta perfekt al dente gekocht ist, damit sie beim Vermischen mit der Soße ihre Konsistenz behält. Ihre Liebe zum Detail bei der Zubereitung von Speisen sorgt dafür, dass Ihre Gerichte stets besser sind als die jedes Restaurants. Ich schätze das Kompliment. Ich finde einfach, dass es sich immer lohnt, sich die Zeit zu nehmen, Dinge richtig zu machen. Ich bin in 20 Minuten zurück. Bitte achten Sie darauf, dass die Hitze niedrig bleibt, damit die Tomaten während meiner Abwesenheit sanft köcheln können. Lektion 3 Sommerkino. Die Temperaturen waren heute extrem hoch. Ich glaube, eine Aktivität in Innenräumen wäre die vernünftigste Wahl. Im Sommer kommen viele neue Filme in die Kinos. Es ist die perfekte Zeit für ein Kinoerlebnis. Ich finde, dass klimatisierte Kinos mit neuen Filmen während dieser intensiven Hitzewellen einen dringend benötigten Zufluchtsort bieten. Und das neueste Science-Fiction-Epos, das sehr positive Kritiken erhalten hat, gibt es derzeit einen regelrechten Hype. Während die visuellen Effekte in den sozialen Medien im Trend liegen, ist die lange Laufzeit des Films für einige Zuschauer ein kontroverser Punkt. Ich bin der Ansicht, dass eine komplexe Geschichte ausreichend Zeit benötigt, um wirkungsvoll erzählt zu werden und die Charaktere angemessen zu entwickeln. Ich werde 2 Karten für die Vorstellung um 19 Uhr kaufen, falls im mittleren Bereich noch geeignete Plätze verfügbar sind. Meinst du, wir sollten auch noch etwas zu trinken oder zu Abend essen bis nach dem Film? Ich würde lieber jetzt einen kleinen Imbiss zu mir nehmen und anschließend ein richtiges Essen genießen, damit wir die Themen des Films besprechen können. Ich finde, die Atmosphäre in einem Kino während einer großen Sommerveröffentlichung ist immer von einer einzigartigen Aufregung geprägt. Es ist ein gemeinsames Erlebnis, das sich deutlich vom Ansehen eines Films in der Isolation des eigenen Wohnzimmers unterscheidet. Ich werde prüfen, ob neben dem Hauptfilm Sonderausgaben oder Bonusmaterial gezeigt werden. Das wäre sehr interessant. Ich lerne immer gern mehr über die technischen Herausforderungen, die die Filmemacher bewältigen mussten. Ich werde Sie am Eingang des dritten Saals treffen, sobald Sie unsere Eintrittskarten am Automaten abgeholt haben. Ausgezeichnet. Ich werde außerdem dafür sorgen, dass mein Mobiltelefon stumm geschaltet ist, um Störungen während der Aufführung zu vermeiden. Ich freue mich darauf. Ich finde, ein guter Film ist eine hervorragende Möglichkeit, sich in eine andere Welt zu versetzen. Ich stimme vollkommen zu. Die Magie des Kinos ist eine zeitlose Form der Unterhaltung, die für mich nie ihren Reiz verliert. Ich melde mich in wenigen Minuten drinnen. Bitte suchen Sie sich einen Platz mit freier Sicht auf die gesamte Leinwand. Ich werde mein Bestes geben. Ich bin gespannt, ob dieser Film den hohen Erwartungen der Kritiker gerecht wird. Lektion 4 Politische Rhetorik. Die Sprache, die in diesen politischen Reden aus der Mitte des Jahrhunderts verwendet wurde, ist bemerkenswert kraftvoll und emotional aufgeladen, nicht wahr? Das ist in der Tat so. Einige dieser Angriffe zielen auf beschämende Weise genau auf jene Teile der Gesellschaft ab, die so hart für den Fortschritt gekämpft haben. Diese Art von Rhetorik wurde oft dazu benutzt, die Macht zu festigen, indem ein Gefühl der Spaltung zwischen den verschiedenen sozialen Klassen erzeugt wurde.
In der modernen Politikwissenschaft wird viel Aufhebens um die Rückkehr einer solchen populistischen Sprache in der gegenwärtigen globalen Politik gemacht. Obwohl dieser Stil wieder in Trend liegt, bleibt sein Einfluss auf die langfristige Stabilität demokratischer Institutionen ein kontroverses Thema. Ich glaube, dass es als Historiker unsere Verantwortung ist, diese Muster zu analysieren und die Öffentlichkeit über deren Folgen aufzuklären. Ich werde einen vergleichenden Essay schreiben, der die Ähnlichkeiten zwischen historischen und modernen Formen politischer Überzeugung untersucht. Glauben Sie, dass das Medium, über das eine Rede gehalten wird, den grundlegenden Charakter Ihrer Botschaft verändert? Absolut. Der Übergang vom Radio zum Fernsehen und nun zu den sozialen Medien hat die Art und Weise, wie Rhetorik konsumiert wird, erheblich verändert. Ich werde mich in meiner Forschung auf die spezifischen sprachlichen Mittel konzentrieren, die eingesetzt werden, um beim Zuhörer Angst und Loyalität hervorzurufen. Ihr Fokus auf die psychologischen Auswirkungen der Sprache wird unserem gemeinsamen Forschungsprojekt eine sehr wertvolle Dimension verleihen. Ich finde, die wirkungsvollsten Reden sind diejenigen, die an die höchsten Ideale des Publikums appellieren, anstatt an dessen niedrigste Ängste. Leider lehrt uns die Geschichte, dass letzteres kurzfristig oft effektiver ist, um politischen Schwung zu gewinnen. Ich werde die Übersetzung der fremdsprachigen Adressen abschließen, damit wir sie nächsten Monat in unsere internationale Studie einbeziehen können. Ausgezeichnet. Eine interkulturelle Perspektive wird uns helfen zu verstehen, ob diese rhetorischen Strategien wirklich universell gültig sind. Ich bin fest entschlossen sicherzustellen, dass unsere Ergebnisse so präsentiert werden, dass sie nicht nur für Wissenschaftler, sondern auch für die breite Öffentlichkeit verständlich sind. Ich teile Ihre Entschlossenheit. Geschichtskenntnisse sind der beste Schutz davor, sich von der Rhetorik der Gegenwart manipulieren zu lassen. Ich werde meine Analyse der Rede des Premierministers abschließen, bevor das Universitätsarchiv für heute Abend schließt. Ich werde noch etwas länger bleiben, um die Zeitungsausschnitte aus jener Zeit durchzusehen und zu sehen, wie die Öffentlichkeit auf die Rede reagiert hat. Lektion 5: Modeakes Suvirus. Die Basis dieses Abendkleides ist fast fertiggestellt, aber es bedarf noch eines letzten Feinschliffs, um die gesamte Ästhetik wirklich aufzuwerten. Wir sollten bald mit der Auswahl der Accessoires für unsere Outfits beginnen, damit die gesamte Kollektion auf dem Laufstick ein stimmiges Gesamtbild ergibt. Viel Glück, Tess. Lass uns einkaufen gehen und die passenden Stücke finden, die die Texturen dieser Stoffe ergänzen. Um den Trend des Maximalismus, bei dem viele auffällige und unterschiedliche Accessoires gleichzeitig getragen werden, wird viel Aufhebens gemacht. Obwohl der Stil bei jüngeren Designern im Trend liegt, ist er umstritten, da er leicht überladen wirken und seine Eleganz verlieren kann. Ich bin der Ansicht, dass ein einzelnes, hochwertiges Statement Pike oft wirkungsvoller ist als eine Vielzahl kleinerer, ablenkender Gegenstände. Ich werde nach einigen Windtage-Goldstücken Ausschau halten, die den minimalistischen Designs einen Hauch zeitloser Eleganz verleihen. Sollten wir Ihrer Meinung nach einige moderne Materialien, wie zum Beispiel recycelten Kunststoff oder Industriemetalle, in die Schmuckstücke einarbeiten? Das würde perfekt zum aktuellen Trend hin zu Nachhaltigkeit und Innovation in der globalen Modeindustrie passen. Ich werde ein Treffen mit den ortsansässigen Kunsthandwerkern organisieren, die sich auf handgefertigte Ledergürtel und hochwertige Schuhe spezialisiert haben. Ihre Fähigkeit, talentierte Mitarbeiter zu finden, verleiht unserer Marke ihren einzigartigen und hoch angesehenen Charakter am Markt. Ich finde, dass das richtige Accessoire die gesamte Wirkung eines Outfits verändern und es von Tageskleidung in formelle Abendgarderobe verwandeln kann. Tatsächlich sind es die Details, die ein lediglich gutes Kleidungsstück von einem wahrhaft außergewöhnlichen Stück tragbarer Kunst unterscheiden. Ich werde die Zubehörliste heute Abend noch fertigstellen und sicherstellen, dass wir im Rahmen des für die Herbstausstellung vorgesehenen Buckets bleiben.
Ausgezeichnet. Ich werde mich auf die Anprobe der Hauptkollektion konzentrieren, um sicherzustellen, dass die Proportionen absolut perfekt sind. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Aufmerksamkeit für diese kleinen Details zu einer sehr erfolgreichen und viel gelobten Ausstellung führen wird. Ich teile Ihr Vertrauen. Unsere gemeinsame Vision und unser Engagement für Qualität sind unsere bedeutendsten Wettbewerbsvorteile. Wir sehen uns morgen früh, um die Skizzen für die Schuhkollektion zu besprechen, bevor wir die Produktionsstätte besuchen. Ich freue mich darauf. Ich bin gespannt, wie sich unsere Ideen für die Accessoires in die übrige Kollektion einfügen werden. Lektion 6: Erfrischende Alternativen. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Getränkeauswahl den für die Gartenparty vorhergesagten hohen Temperaturen angemessen ist. Wie wäre es mit Limonade? Selbstgemachte Limonade klingt unglaublich erfrischend für so einen Anlass im Freien. Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag. Lasst uns mehrere große Glasbänder mitbringen, um sicherzustellen, dass für jeden Gast genügend vorhanden ist. Derzeit wird viel auf Hems um die Zugabe von frischem Lavendel ohne Minze zu traditionellen Limonadenrezepten gemacht. Während diese Variationen im Trend liegen, empfinden manche Gäste die blumigen Noten in ihren Getränken als ziemlich kontrovers. Ich glaube, dass das Angebot sowohl einer klassischen als auch einer botanischen Version alle unsere Teilnehmer zufriedenstellen würde. Ich werde eine beträchtliche Menge Biozitronen vom lokalen Markt besorgen, um den besten Geschmack zu gewährleisten. Wenn Sie auch eine zuckerfreie Alternative für diejenigen anbieten, die auf ihre Kalorienzufuhr achten. Ich beabsichtige in der Tat, ein natürliches Süßungsmittel zu verwenden, um sicherzustellen, dass das Getränk für jedermann erschwinglich bleibt. Ich finde, dass die Präsentation des Getränks bei einem formellen Anlass genauso wichtig ist wie der Geschmack selbst. Ich stimme zu, wir werden jedes Glas mit einer dünnen Zitronenscheibe und einem Zweig frischer Kräuter garnieren, um dem Ganzen eine elegante Note zu verleihen. Ich werde die Lieferung organisieren, um sicherzustellen, dass die Getränke den ganzen Nachmittag über perfekt gekühlt bleiben. Das ist ein entscheidender logistischer Aspekt, denn lauwarme Limonade wäre bei dieser Sommerhitze sicherlich eine Enttäuschung. Ich werde außerdem dafür sorgen, dass wir über einen ausreichenden Vorrat an wiederverwendbaren Glasstrohhalmen verfügen, um unsere Umweltstandards aufrechtzuerhalten. Ihr Engagement für Nachhaltigkeit ist bewundernswert und spiegelt sich positiv in unserem professionellen Ruf als Veranstaltungsplaner wider. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Gäste die Mühe, die wir in diese kleinen Details gesteckt haben, zu schätzen wissen werden. Ich teile Ihre Zuversicht. Ein gut zubereitetes Getränk kann oft der Höhepunkt einer gelungenen gesellschaftlichen Zusammenkunft sein. Ich werde mich nun der Fertigstellung des Vorspeisenmenüs widmen, während Sie mit der Zubereitung der Zitronenbasis beginnen. Ich freue mich darauf, das Endergebnis zu verkosten, sobald wir die perfekte Balance zwischen Süße und Säure erreicht haben. Lektion 7: Waldschutz. Das Ausmaß der Entwaldung in dieser Region ist wahrlich verheerend für das lokale Ökosystem. Das Problem ist, dass ein alter Wald, wenn er einmal abgeholzt wurde, auch nach vielen Jahrzehnten nicht wieder nachwächst. Die in diesen alten Hainen enthaltene Artenvielfalt ist unersetzlich und kann durch neue Anpflanzungen nicht nachgebildet werden. Um CO2-Zertifikatsprogramme wird viel Aufhebens gemacht. Ihre tatsächliche Wirksamkeit bleibt jedoch ein umstrittenes Thema. Während es für Unternehmen immer mehr zum Trend wird, Klimaneutralität zu behaupten, schreitet der Verlust von Urwäldern ungebremst voran. Ich bin der Ansicht, dass die Regierung strengere Vorschriften einführen muss, um diese lebenswichtigen natürlichen Ressourcen vor industrieller Ausbeutung zu schützen. Ich werde einen Bericht über den Rückgang der einheimischen Arten verfassen, die ausschließlich auf diesen spezifischen Waldlebensraum angewiesen sind.
Glauben Sie, dass die breite Öffentlichkeit die langfristigen Folgen des Verlusts dieser Primärwälder wirklich versteht? Leider stellen viele Menschen kurzfristige wirtschaftliche Gewinne über den Erhalt der Gesundheit unseres Planeten. Ich werde unsere Ergebnisse auf dem internationalen Umweltgipfel vorstellen, um das Bewusstsein globaler politischer Entscheidungsträger zu schärfen. Das ist ein notwendiger Schritt. Internationaler Druck ist oft der einzige Weg, um die lokale Umweltpolitik wirksam zu beeinflussen. Ich stelle fest, dass sich die Bodenqualität nach dem Verlust eines Waldes so schnell verschlechtert, dass eine Wiederaufforstung nahezu unmöglich wird. Tatsächlich werden die komplexen symbiotischen Beziehungen zwischen den Bäumen und den Pilzen im Boden dauerhaft zerstört. Ich werde mich mit der lokalen Bevölkerung abstimmen, um eine Schutzzone einzurichten, die von kommerziellen Interessen unberührt bleibt. Ihr Engagement für diese Sache ist inspirierend und unerlässlich für das Überleben der verbleibenden Wildnisgebiete. Ich bin fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass auch zukünftige Generationen die Erhabenheit eines unberührten alten Waldes erleben können. Ich teile Ihre Entschlossenheit. Wir müssen als Stimme für jene Naturwesen auftreten, die nicht für sich selbst sprechen können. Ich werde die Dateneingabe für heute abschließen, bevor die Sonne untergeht und wir im Gelände nicht mehr sehen können. Ich werde Ihnen beim Tragen der schweren Ausrüstung helfen, wenn wir heute Abend zur Forschungsstation zurückkehren. Lektion 8: Geschichte der Umsiedlung. Wir müssen sicherstellen, dass die chronologischen Details von Pauls frühen Jahren mit absoluter Präzision dokumentiert sind. Als Paul 9 Jahre alt war, zog seine Familie nach Toronto, Ontario, Kanada. Das war ein bedeutender Umbruch. Ich habe festgestellt, dass der Junge in seinen ersten Jahren dort kein großes Interesse an traditionellen Schulfächern zeigte. In neueren Biografien wird sein vermeintliches Genie hochgelobt, doch die Beweislage deutet darauf hin, dass er anfangs Schwierigkeiten hatte. Es ist umstritten, ob sein späterer Erfolg auf sein Umfeld in Kanada oder auf seine angeborene Beharrlichkeit zurückzuführen war. Ich glaube, dass die kulturelle Vielfalt Torontos eine wichtige Rolle bei der Gestaltung seiner einzigartigen Weltanschauung und seines künstlerischen Stils gespielt hat. Ich werde diese Daten mit den örtlichen Schulakten abgleichen, um seine Anwesenheit und seine schulischen Leistungen zu überprüfen. Glauben Sie, dass der Umzug in ein neues Land in einem so prägenden Alter seinen späteren Reisewunsch beeinflusst hat? Es ist sehr wahrscheinlich, die frühe Begegnung mit verschiedenen Kulturen fördert oft eine lebenslange Neugierde auf die Welt. Ich werde die Gegend, in der seine Familie lebte, genauer untersuchen, um den sozialen Kontext seiner Erziehung zu verstehen. Das wird einen reichhaltigen Hintergrund für unsere Erzählung liefern und den Lesern helfen, sich seine frühe Umgebung vorzustellen. Ich finde, dass seine frühen Briefe an seine Cousins in der Heimat eine Sehnsucht nach seinem ursprünglichen Geburtsort offenbaren. Diese persönlichen Dokumente sind von unschätzbarem Wert und die emotionale Realität der Einwanderungserfahrung in jener Zeit einzufangen. Ich werde die restlichen Briefe bis Ende dieser Woche übersetzen, damit wir sie in das dritte Kapitel aufnehmen können. Ihre akribische Herangehensweise an die Recherche ist genau das, was diese Biografie braucht, um als endgültiges Werk zu gelten. Mich fasziniert, wie seine anfänglichen Schwierigkeiten in einer neuen Stadt schließlich die Grundlage für seine größten Erfolge bildeten. Es ist eine klassische Erzählung von Widerstandsfähigkeit, die auch heute noch bei vielen Menschen in unserer Gesellschaft Anklang findet. Ich werde weiterhin das Berufsleben seines Vaters untersuchen, um festzustellen, wie es sich auf die Stabilität der Familie ausgewirkt hat. Ich freue mich darauf, Ihre Ergebnisse zu prüfen. Jedes Detail, das wir aufdecken, bringt uns dem wahren Wesen seines Lebens näher.
Lektion 9: Stressbewältigung. Wir haben die Bedeutung von Achtsamkeit bereits besprochen, aber es gibt auch andere körperliche Aktivitäten, die Ihren Stress deutlich reduzieren können. Ich werde es versuchen. Haben Sie weitere Vorschläge, wie ich meine Angstzustände besser bewältigen kann? Eine weitere Technik ist regelmäßige Bewegung, selbst ein zügiger Spaziergang kann die Gehirnchemie verändern und die Stimmung verbessern. Es gibt einen regelrechten Hype um hochintensives Intervalltraining, aber ich finde es für Anfänger etwas umstritten. Ich glaube, dass Beständigkeit viel wichtiger ist als Intensität, wenn man gerade erst mit einer neuen körperlichen Routine beginnt. Ich stelle fest, dass mein Terminkalender so voll ist, dass ich oft Mühe habe, auch nur 30 Minuten für Sport zu finden. Ich werde Ihnen dabei helfen, bestimmte Zeitfenster in Ihrem Tageskalender zu identifizieren, die Sie Ihrem Wohlbefinden widmen können. Empfehlen Sie mir, morgens und abends zu trainieren, um die besten physiologischen Ergebnisse zu erzielen? Das hängt von Ihrem persönlichen zirkadianen Rhythmus ab. Morgendliche Bewegung gibt Ihnen jedoch oft einen Energieschub für den Tag. Ich werde versuchen, morgen vor meiner Abreise ins Büro eine kurze Yoga-Einheit in meine Routine einzubauen. Das ist ein hervorragender Anfang. Yoga verbindet körperliche Bewegung mit Atemkontrolle, was ideal zur Stressreduktion ist. Ich stelle fest, dass sich meine Fähigkeit, komplexe Probleme bei der Arbeit zu lösen, deutlich verbessert, wenn ich körperlich aktiv bin. Tatsächlich sind körperliche Gesundheit und kognitive Funktion eng miteinander verknüpft, und zwar auf eine Weise, die wir erst allmählich verstehen. Ich werde auch meine Ernährungsgewohnheiten überprüfen, um festzustellen, ob sie zu meinen Erschöpfungs- und Stressgefühlen beitragen. Eine ausgewogene Ernährung ist eine weitere grundlegende Säule der Gesundheit, die Ihre Bemühungen um berufliche Exzellenz unterstützt. Ich bin deutlich optimistischer, was meine Fähigkeit angeht, mit diesen praktischen Strategien wieder die Kontrolle über mein Leben zu erlangen. Das freut mich zu hören. Kleine, gezielte Veränderungen sind der effektivste Weg, um eine nachhaltige Transformation zu erreichen. Ich werde ein Tagebuch über meine Fortschritte führen und es Ihnen in unserer nächsten Beratungssitzung nächste Woche vorstellen. Ich freue mich darauf. Ich bin sicher, dass Sie eine deutliche Verbesserung Ihrer allgemeinen Lebensqualität feststellen werden. Lektion 10: Kaffeebestellung. Guten Morgen, Anna. Es ist mir eine Freude, dich an diesem geschäftigen Dienstagmorgen schon so früh wiederzusehen. Guten Morgen, könnte ich bitte eine Latte bekommen? Ich habe heute einen langen Tag mit Gerichtsverhandlungen vor mir. Sicher, welche Größe hätten Sie heute gern für Ihr Getränk? Wir bieten normal, groß und extra groß an. Ich glaube, ein großer Latte wird ausreichen, um mich während der Zeugenaussagen am Vormittag zu konzentrieren. Um unsere neue Hafermilch-Alternative gibt es einen regelrechten Hype und sie hat sich zu einer sehr beliebten Wahl unter unseren Kunden entwickelt. Während pflanzliche Milchalternativen beliebt sind, finde ich die Kontroverse über ihre Umweltauswirkungen im Vergleich zu Milchprodukten recht interessant. Ich glaube, dass ein vielfältiges Angebot es jedem Einzelnen ermöglicht, seine Kaufentscheidungen an seinen persönlichen Werten auszurichten. Ich werde mir auch eine kleine Auswahl ihrer frisch gebackenen Mandelbiscotti mitnehmen, um sie später mit meinen Kollegen zu teilen. Ich werde sie Ihnen sofort zubereiten. Sie wurden erst vor 15 Minuten aus dem Ofen genommen. Finden Sie, dass sich die Atmosphäre im Café deutlich verändert, sobald der morgendliche Haupthandsturm vorbei ist? Tatsächlich wird die Atmosphäre dadurch viel ruhiger, was viele unserer freiberuflichen Kunden als ideal für ihre Arbeit empfinden. Ich werde mit meinem Mobilgerät bezahlen, um die Transaktion zu beschleunigen, da ich bis 9 Uhr im Gerichtsgebäude sein muss.
Ich verstehe, wie wichtig Pünktlichkeit in Ihrem Beruf ist. Ich werde dafür sorgen, dass Ihre Bestellung schnellstmöglich erledigt wird. Ich finde, die Qualität des Kaffees hier ist durchweg besser als in jedem anderen Lokal in diesem Bezirk. Wir sind sehr stolz darauf, unsere Bohnen von nachhaltigen Farmen zu beziehen und unsere Mitarbeiter nach höchsten Standards auszubilden. Wir sehen uns morgen früh wieder. Ich hoffe, Ihr Tag im Café ist produktiv und angenehm. Vielen Dank, Anna. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren heutigen Rechtsangelegenheiten und freue mich auf Ihren nächsten Besuch. Ich verabschiede mich nun. Vielen Dank für den hervorragenden Service und den erfrischenden Start in meinen Arbeitstag. Es ist mir stets eine Freude, Ihnen behilflich zu sein. Ich habe Ihre Biscotti für den einfachen Transport in einen sicheren Beutel verpackt. Lektion 11. Nationale Anliegen. Die in dieser Rede verwendete Rhetorik zielt eindeutig darauf ab, ein breites Gefühl nationaler Identität und gemeinsamer Ziele anzusprechen. Ich sehe das genauso. Es ist wichtig, dass die Regierung die zugrunde liegenden Ursachen der sozialen Fragmentierung angeht. Ich habe beobachtet, dass die vorherrschenden Diskussionen in den sozialen Medien oft die Spaltungen innerhalb unserer modernen Nation verschärfen. Um die neuen Gesetzesvorschläge wird viel Aufhebens gemacht, aber es bleibt umstritten, ob sie tatsächlich für mehr Gerechtigkeit sorgen werden. Ich bin der Überzeugung, dass effektive Führung die Fähigkeit voraussetzt, die Anliegen aller Bürgerinnen und Bürger unabhängig von ihrer Herkunft anzuhören. Meiner Ansicht nach sind die drängendsten Probleme für den Durchschnittsmenschen wirtschaftliche Stabilität und der Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung. Ich werde heute Nachmittag in mein Seminar über zeitgenössische Regierungsführung eine Diskussion über diese gesellschaftlichen Trends einbeziehen. Glauben Sie, dass eine zentralisierte Regierung Krisen effektiver bewältigen kann als ein dezentralisiertes Provinzialsystem? Es handelt sich um eine komplexe Debatte. Während Zentralisierung Schnelligkeit bietet, ermöglicht Dezentralisierung Lösungen, die auf lokale Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ich werde die historischen Präzedenzfälle erfolgreicher nationaler Versöhnungsprogramme in anderen demokratischen Ländern recherchieren. Das wäre ein wertvoller Beitrag zu dem laufenden Projekt unseres Ministeriums zur sozialen Kohäsion und politischen Stabilität. Ich stelle fest, dass die Jugend zunehmend von den traditionellen politischen Prozessen desillusioniert ist und nach neuen Formen der Beteiligung sucht. Wir müssen Wege finden, ihre Stimmen in die formalen Strukturen des Staates zu integrieren, um die Zukunft unserer Demokratie zu sichern. Ich werde bis Freitag einen Entwurf unseres gemeinsamen Papiers über die Auswirkungen digitaler Medien auf die öffentliche Meinung vorbereiten. Ausgezeichnet. Ich werde mich auf die statistische Analyse der jüngsten Wahlergebnisse konzentrieren, um eine solide empirische Grundlage zu schaffen. Ich bin zuversichtlich, dass die jetzige Regierung konkrete Schritte unternehmen wird, um ihre Versprechen der nationalen Einheit zu erfüllen. Ich teile Ihre Hoffnung. Wir müssen jedoch bei der Analyse Ihrer nachfolgenden gesetzgeberischen Maßnahmen kritisch und objektiv bleiben. Ich werde meine Durchsicht der aktuellen Strategiepapiere abschließen, bevor ich zu meiner Abendvorlesung auf dem Stadtcampus aufbreche. Wir sehen uns morgen früh in der Fakultätssitzung, wo wir unsere Fortschritte ausführlicher besprechen können. Lektion 12. Franklins Innovationen. Benjamin Franklin war eine wahrhaft bemerkenswerte Persönlichkeit, deren Beiträge sich über zahlreiche verschiedene Studien und Tätigkeitsbereiche im öffentlichen Dienst erstreckten. Neben seiner wissenschaftlichen Forschung war Franklin auch ein Erfinder, der praktische Probleme zum Wohle aller lösen wollte. Bekanntlich weigerte er sich, seine Erfindungen patentieren zu lassen, da er der Ansicht war, dass sie von allen Mitgliedern der Gesellschaft frei genutzt werden sollten. Um seine Experimente mit Elektrizität, die im 18. Jahrhundert ein sehr kontroverses Thema waren, ranken sich viele Gerüchte.
Während sein Drachenexperiment in Geschichtsbüchern ein beliebtes Thema ist, war seine Arbeit zur Fluortheorie der Elektrizität weitaus bedeutender. Ich glaube, seine größte Erfindung war tatsächlich der Blitzableiter, der unzählige Gebäude vor der Zerstörung durch Feuer bewahrte. Ich werde für die Gaststudenten eine Präsentation vorbereiten, die seine Rolle als Gründungsvater und Diplomat hervorhebt. Finden Sie es beeindruckend, wie er seine wissenschaftlichen Bestrebungen mit seinen bedeutenden politischen Verantwortlichkeiten in Einklang gebracht hat? Tatsächlich verfügte er über ein außergewöhnliches Maß an intellektueller Energie und ein tiefes Engagement für die Weiterentwicklung des menschlichen Wissens. Ich werde seine Arbeit über die Bifokalinsel untersuchen und wie sie die Optometrie für Millionen von Menschen revolutioniert hat. Das ist ein weiteres Beispiel für seine Fähigkeit, wissenschaftliche Prinzipien anzuwenden und das tägliche Leben gewöhnlicher Menschen zu verbessern. Ich finde, dass seine Autobiografie einen faszinierenden Einblick in seinen disziplinierten Ansatz zur Selbstverbesserung und seine Moralphilosophie bietet. Es zählt nach wie vor zu den einflussreichsten Werken des Genres und bietet eine Blaupause für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Ich werde dafür sorgen, dass die interaktive Anzeige an seiner Druckerpresse für die Museumsbesucher am Wochenende einwandfrei funktioniert. Das ist eine beliebte Ausstellung, da sie den Besuchern ermöglicht, den arbeitsintensiven Prozess der Informationsverbreitung in der Vergangenheit nachzuvollziehen. Ich bin dankbar, in einem Umfeld arbeiten zu dürfen, das das Vermächtnis einer so vielseitigen und brillanten Persönlichkeit würdigt. Ich teile Ihre Ansicht. Franklins Leben ist ein Beweis für die Kraft der Neugier und die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements. Ich werde die Beschriftung der Ausstellungsstücke heute Nachmittag fertigstellen, um sicherzustellen, dass der historische Kontext klar und präzise dargestellt wird. Ich werde Ihnen bei der endgültigen Anordnung der Artefakte behilflich sein, um sicherzustellen, dass der Erzählfluss der Ausstellung logisch ist. Erziehung 13, Babymode. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich der Markt für B-Bike-Kleidung erweitert hat und nun auch so hochwertige und modische Optionen umfasst. Ja, ich suche schon seit einigen Wochen nach niedlicher Babykleidern. Hast du schon etwas gefunden, das dir gefallen hat? Mir sind mehrere Sets aus Bio-Baumwolle aufgefallen, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch sanft zur Haut von Neugeborenen zu sein scheinen. Um nachhaltige Kindermode wird derzeit viel Aufhebens gemacht, was heutzutage ein wichtiges Thema unter modernen Eltern ist. Obwohl es im Trend liegt, bleibt der hohe Preis dieser ethischen Marken für viele Familien ein kontroverses Thema. Ich bin der Meinung, dass es besser ist, in einige wenige langlebige und hochwertige Stücke zu investieren, als viele billige, synthetische Artikel zu kaufen. Ich werde die Etiketten überprüfen, um sicherzustellen, dass diese Kleidungsstücke frei von schädlichen Farbstoffen oder chemischen Behandlungen sind. Glauben Sie, dass die derzeit beliebten geschlechtsneutralen Farbpaletten noch lange im Trend bleiben werden? Ich vermute, das werden sie. Sie bieten eine anspruchsvolle und moderne Alternative zu den traditionellen Kategorien Rosa und Blau. Ich werde dieses Set weicher Strickmützen kaufen, damit das Baby bei unseren Spaziergängen im Park warm bleibt. Das ist eine sinnvolle Entscheidung. Säuglinge verlieren über den Kopf einen erheblichen Teil ihrer Körperwärme, daher ist ein Schutz unerlässlich. Ich finde, dass das Einkaufen dieser kleinen Dinge die bevorstehende Geburt viel greifbarer und aufregender macht. Es handelt sich um einen bedeutenden Lebensübergang und die Vorbereitung des physischen Umfelds ist ein wichtiger Teil dieser emotionalen Reise. Ich werde auch nach einer bequemen und sicheren Tragehilfe suchen, die es mir ermöglicht, mobil zu bleiben und gleichzeitig das Baby nah bei mir zu haben. Ich habe mehrere Rezensionen zu den neuesten ergonomischen Designs gelesen, die sowohl den Komfort des Säuglings als auch die Körperhaltung der Eltern in den Vordergrund stellen.
Ich bin Ihnen für Ihre heutige Unterstützung dankbar. Es ist viel einfacher, diese Entscheidungen mit der Hilfe eines vertrauten Freundes zu treffen. Ich freue mich, Sie in dieser wichtigen Zeit unterstützen zu können. Es ist mir eine Freude zu sehen, dass Sie so gut auf Ihre neue Rolle vorbereitet sind. Ich werde meine Einkäufe jetzt abschließen und da könnten wir vielleicht einen formellen Nachmittagstee im Café gegenüber genießen. Das klingt nach einem wunderbaren Abschluss unseres Nachmittags. Ich werde Ihre Einkaufstüten für Sie zum Auto tragen. Lektion 14, Sportwertin. Wir müssen die Daten objektiv analysieren, um die immensen Herausforderungen zu verstehen, die mit dem Erreichen der Elite-Ebene im Profisport verbunden sind. Für viele ist es ein Traum, in einer Sportart zum Star zu werden, insbesondere im Golf, wo der Wettbewerb außerordentlich hart ist. Die Chancen stehen tatsächlich so schlecht, dass die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, viel größer ist als die, Profi zu werden. Um junge Wunderkinder wird viel Aufhebens gemacht, doch der tatsächliche Druck, dem sie ausgesetzt sind, ist ein kontroverses Thema in der Sportpsychologie. Während der Fokus aktuell oft auf dem körperlichen Talent liegt, wird die für den Erfolg notwendige mentale Belastbarkeit häufig unterschätzt. Ich bin der Meinung, dass die Regierung und die Sportorganisationen Sportler, die es nicht auf Profiniveau schaffen, stärker unterstützen sollten. Ich werde eine detaillierte Aufschlüsselung der Karriereverläufe von Athleten in ihrer spezifischen Altersgruppe und Leistungsklasse erstellen. Glauben Sie, dass die jüngsten Fortschritte in der Sporttechnologie den Weg zum Erfolg erleichtert oder erschwert haben? Die Technologie hat zwar bessere Trainingsinstrumente hervorgebracht, aber auch den allgemeinen Leistungsstandard erhöht, wodurch der Wettbewerb noch härter geworden ist. Ich werde mich auch weiterhin meinem Trainingsprogramm widmen, unabhängig von den statistischen Wahrscheinlichkeiten für meinen letztendlichen Erfolg. Dieses Maß an Hingabe ist es, das diejenigen, die den Sport einfach nur genießen, von denen unterscheidet, die eine Chance auf eine Profikarriere haben. Ich finde, dass die Disziplin, die ich durch den Wettkampfgolfsport gelernt habe, in allen Bereichen meines persönlichen und beruflichen Lebens wertvoll ist. Tatsächlich sind Ausdauer und Konzentration übertragbare Fähigkeiten, die Ihnen bei jedem zukünftigen Vorhaben von großem Nutzen sein werden. Ich werde mich mit meinem Trainer beraten, um mein kurzes Spiel zu verbessern, da die Daten darauf hindeuten, dass dies der wichtigste Faktor für Verbesserungen ist. Das ist eine strategische Entscheidung. Die Beherrschung der subtilen Aspekte des Spiels bringt oft langfristig die größten Wettbewerbsvorteile. Ich bin Ihnen für Ihre ehrliche Einschätzung der Lage dankbar. Sie ermöglicht es mir, meine Ziele mit einer realistischen Perspektive anzugehen. Es gehört zu meiner beruflichen Verantwortung, Ihnen ein klares und genaues Verständnis der Sportwelt zu vermitteln, in die Sie eintreten. Ich werde jetzt auf den Übungsplatz zurückkehren, um die Erkenntnisse, die wir heute in unserer Sitzung besprochen haben, anzuwenden. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Denken Sie daran, dass die Chancen zwar gering sind, aber für diejenigen mit außergewöhnlichem Ehrgeiz nicht unmöglich. Lektion 15. Überschaubare Einheiten. Ich habe festgestellt, dass sich die Produktivität unseres Teams deutlich verbessert hat, seit wir diese neue Methode zur Organisation unserer Entwicklungszyklen eingeführt haben. Dadurch wird die Arbeit in überschaubare Abschnitte unterteilt und ich kann mir vorstellen, dass dies für die Aufrechterhaltung einer hohen Konzentration von Vorteil ist. Indem wir uns auf kleinere, erreichbare Ziele konzentrieren, können wir das Gefühl vermeiden, von der Gesamtgröße des Projekts überwältigt zu werden. Im Technologiesektor wird viel Aufhebens um agile Methoden gemacht, doch deren Umsetzung kann durchaus kontrovers sein. Während der Trend hin zu schnellen Iterationen geht, müssen wir sicherstellen, dass wir die langfristige architektonische Integrität unserer Software nicht opfern. Ich bin überzeugt, dass ein ausgewogener Ansatz,
der gründliche Planung mit flexibler Umsetzung verbindet, die effektivste Strategie für unser Team ist. Ich werde die Hauptkomponenten der neuen Benutzeroberfläche bis zum Ende dieses Geschäftsnachmittags den leitenden Entwicklern zuweisen. Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass regelmäßige Stand-up-Meetings dazu beitragen, potenzielle Engpässe zu erkennen, bevor sie zu größeren Problemen werden? Tatsächlich stellen diese kurzen täglichen Check-ins sicher, dass jedes Teammitglied auf dem gleichen Stand ist und über die Ressourcen verfügt, die es für seinen Erfolg benötigt. Ich werde einen Fortschrittsbericht für den Vorstand erstellen, um die Effizienzsteigerungen aufzuzeigen, die wir in diesem Monat erzielt haben. Das wird sehr hilfreich sein. Datengestützte Nachweise unseres Erfolgs sind unerlässlich, um die zukünftige Finanzierung unserer innovativen Projekte zu sichern. Ich stelle fest, dass die Moral des Teams auch in Zeiten hohen beruflichen Drucks hoch bleibt, wenn die Erwartungen klar sind. Klare Kommunikation ist die Grundlage effektiven Managements und der Schlüssel zur termingerechten Lieferung eines qualitativ hochwertigen Produkts. Ich werde außerdem prüfen, ob wir einige automatisierte Testwerkzeuge integrieren können, um unseren Qualitätssicherungsprozess weiter zu optimieren. Das ist ein vorausschauender Vorschlag, der Abteilung langfristig viel Zeit und Ressourcen ersparen könnte. Ich freue mich darauf, die Endergebnisse dieses Sprints zu sehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Leistungsziele übertreffen werden. Ich teile Ihren Optimismus. Das Engagement und die technischen Fähigkeiten unseres aktuellen Teams sind wirklich beeindruckend und verschaffen uns einen Wettbewerbsvorteil. Ich werde jetzt an meinen Arbeitsplatz zurückkehren, um die Dokumentation für die bevorstehende Softwareveröffentlichung am Freitagmorgen fertigzustellen. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, falls Sie Unterstützung bei den technischen Spezifikationen oder den abschließenden Implementierungsverfahren benötigen. Lektion 16: Wettbewerbsorientierter Lebensmittelhandel. Ich habe die Preise für Bioprodukte auf diesem neu eröffneten Markt geprüft, um festzustellen, ob sie für unsere wöchentlichen Ausgaben tragbar sind. Ja, die Preise sind im Vergleich zu anderen Supermärkten in der Gegend durchaus wettbewerbsfähig, was ein erheblicher Vorteil für die Anwohner ist. Interessant ist das, weil im Vorfeld viel Aufhebens darum gemacht wurde, dass ein Biofachgeschäft unerschwinglich teuer sein würde. Das ist zwar eine gängige Annahme, doch der Trend hin zur lokalen Beschaffung reduziert oft die mit dem Transport verbundenen Logistikkosten. Manche finden es bedenklich, dass traditionelle Supermärkte trotz der oft minderwertigen Qualität ihrer Frischwaren immer noch den Markt dominieren. Ich glaube, dass Verbraucher, je besser sie über Ernährung aufgeklärt sind, eher bereit sind, Unternehmen zu unterstützen, die der Gesundheit Vorrang vor Gewinnmargen einräumen. Ich werde prüfen, ob Sie ein Treueprogramm anbieten, um die Kosten für unsere professionellen Catering-Artikel weiter zu senken. Glauben Sie, dass die Existenz dieses Marktes die größeren Ketten zwingen wird, ihre Preise zu senken, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Das ist durchaus möglich, da ein gesunder Wettbewerb in der Regel dem Verbraucher zugutekommt, indem er Innovationen und Bezahlbarkeit fördert. Ich werde heute Abend eine Auswahl dieser alten Tomatensorten kaufen, um die Qualität ihrer Ware zu testen. Bitte teilen Sie mir Ihre Einschätzung mit, da ich überlege, diesen Anbieter für unsere bevorstehende Firmengala vorzuschlagen. Ich finde, dass die ästhetische Gestaltung ihres Schaufensters viel einladender ist als die sterile Atmosphäre eines typischen Lebensmittelgeschäfts. Tatsächlich geht das menschliche Element im Geschäftsleben in größeren Konzernstrukturen oft verloren. Hier jedoch floriert es. Ich werde mich auch erkundigen, ob Sie einen Lieferservice für Personen mit eingeschränkter Mobilität in der Nachbarschaft anbieten. Das wäre ein lobenswerter Dienst, der Ihre Beziehung zu den Anwohnern zweifellos stärken würde. Ich bin optimistisch, dass dieses Unternehmen erfolgreich sein wird,
wenn es dieses Gleichgewicht zwischen Qualität und wettbewerbsfähigen Preisen beibehält. Ich teile Ihren Optimismus. Es ist ermutigend zu sehen, wie ein kleines Unternehmen mit einer so soliden Strategie den Status quo in Frage stellt. Ich kehre jetzt ins Büro zurück, aber ich beabsichtige, meinen kompletten Wocheneinkauf am Samstagmorgen hier zu erledigen. Ich werde Sie dann begleiten, da ich gespannt darauf bin, den gesamten Warenbestand zu sehen, sobald die neue Lieferung eintrifft. Lektion 17. Menschliche Errungenschaften. Wenn wir die Geschichte unserer Spezies betrachten, ist das schiere Ausmaß unserer gemeinsamen Errungenschaften wahrlich überwältigend. Wir haben unvergleichliche Lernzentren errichtet und öffentliche Schulen für alle geöffnet, um sicherzustellen, dass Wissen kein Privileg der Elite mehr ist. Es zeugt von unserer Neugier, dass wir das Atom gespalten und den Himmel erforscht haben, um unseren Platz im Kosmos zu verstehen. Um unser gegenwärtiges Technologiezeitalter wird viel Aufhebens gemacht, doch wir dürfen die grundlegenden Entdeckungen der Vergangenheit nicht vergessen. Manche meinen, unser rasanter Fortschritt sei deshalb umstritten, weil er oft unsere ethischen Überlegungen in Bezug auf neue Technologien überholt. Ich finde, dass der gegenwärtige Fokus auf kurzfristige Innovation manchmal das langfristige Ziel des universellen menschlichen Wohlergehens verschleiert. Wir müssen uns bemühen, sicherzustellen, dass der Geist der wissenschaftlichen Forschung weiterhin mit dem Engagement für das Gemeinwohl verbunden bleibt. Glauben Sie, dass das digitale Zeitalter Lernzentren hervorbringen wird, die die großen Universitäten vergangene Jahrhunderte übertreffen? Sie werden sicherlich zugänglicher sein, doch die Tiefe der traditionellen Wissenschaft bleibt ein Standard, den wir anstreben und aufrechterhalten müssen. Ich werde mich auch weiterhin für den Erhalt physischer Bibliotheken einsetzen, selbst wenn wir unser Wissen in die Glut verlagern. Das ist unerlässlich, denn eine physische Verbindung zu unserer Geschichte bietet eine Grundlage, die digitale Daten nicht nachbilden können. Ich finde es inspirierend, dass wir uns von der Frage des bloßen Überlebens zur Debatte über die fundamentalen Gesetze des Universums entwickelt haben. Die Reise von primitiven Werkzeugen zu interstellaren Sonden ist in der Tat eine Geschichte von unerbittlichem Ehrgeiz und Intellekt. Ich werde eine Vorlesungsreihe entwerfen, die diese entscheidenden Momente des menschlichen Fortschritts für die neuen Studenten beleuchtet. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit an diesem Projekt, da es für die nächste Generation von entscheidender Bedeutung ist, ihr kulturelles Erbe zu verstehen. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Fähigkeit zum Staunen uns auch weiterhin zu immer größeren Entdeckungen antreiben wird. Ich teile diese Zuversicht. Solange wir Bildung und Forschung wertschätzen, bleibt das Potenzial unserer Spezies grenzenlos. Ich werde heute Abend mit der Gliederung beginnen, angefangen bei der Renaissance bis hin zum modernen Quantenzeitalter. Es ist eine gewaltige Aufgabe, unsere Geschichte zusammenzufassen, aber sie ebnet auch den Weg für unsere Zukunft. Lektion 18. Städtische Ungleichheit. Der visuelle Unterschied zwischen diesen beiden benachbarten Stadtvierteln ist eine eindringliche Erinnerung an die wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen unsere Stadt steht. Es ist ein Ort, an dem es scheinbar Einbud geht, aber es gibt auch einen anderen Teil der Stadt, den Teil, in dem manche Menschen ihre Miete nicht bezahlen können. Diese Einteilung wird zunehmend umstritten, da die Lebenshaltungskosten in Ballungsräumen immer weiter steigen. Es gibt einen regelrechten Hype um die Stadterneuerung, doch dieser führt oft zur Verdrängung genau der Menschen, die Unterstützung benötigen. Ich bin der Ansicht, dass wir Wohnungspolitiken entwickeln müssen, die der sozialen Gerechtigkeit Vorrang vor rein spekulativer Immobilienentwicklung einräumen. Ich finde, die lebendigsten Städte sind diejenigen, die es schaffen, eine vielfältige Bevölkerung zu erhalten, die alle wirtschaftlichen Schichten repräsentiert. Ich werde dem Stadtrat unsere Forschungsergebnisse zur Gentrifizierung vorstellen, um mich für inklusivere Bebauungsgesetze einzusetzen. Glauben Sie,
dass der aktuelle Trend zu luxuriösen Hochhäusern angesichts des Mangels an bezahlbaren Alternativen für die Arbeiterklasse nachhaltig ist. Das ist auf lange Sicht nicht tragbar, da eine Stadt ohne die systemrelevanten Arbeitskräfte, die sich die Mieten nicht mehr leisten können, nicht funktionieren kann. Ich werde ein Bürgerforum organisieren, um den Bewohnern des wirtschaftlich angeschlagenen Viertels die Möglichkeit zu geben, ihre Bedenken gegenüber den Bauträgern zu äußern. Das ist ein notwendiger Schritt, um sicherzustellen, dass der Fortschritt nicht auf Kosten der am stärksten gefährdeten Bürger erfolgt. Ich finde es entmutigend, dass grundlegende Bedürfnisse wie Wohnraum und Ernährungssicherheit für so viele Menschen in einem so reichen Land immer noch ein Kampf sind. Es handelt sich um ein systemisches Problem, das eine umfassende und mitfühlende Reaktion sowohl des öffentlichen als auch des privaten Sektors erfordert. Ich werde auch weiterhin die Geschichten der Menschen dokumentieren, die im anderen Teil der Stadt leben, um unseren statistischen Daten ein menschliches Antlitz zu verleihen. Persönliche Erzählungen sind oft überzeugender als Zahlen, wenn es darum geht, die öffentliche Politik und den sozialen Wandel zu beeinflussen. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Arbeit zu einem ausgewogeneren und gerechteren städtischen Umfeld für alle Bewohner beitragen wird. Ich teile Ihre Hoffnung. Eine Stadt ist nur so stark wie ihr schwächstes Mitglied und es ist unsere Pflicht, diese Kluft zu überbrücken. Ich werde den Bericht bis morgen Nachmittag fertigstellen, damit wir für die Ratsanhörung am Mittwoch bestens vorbereitet sind. Ich freue mich darauf, unsere Ergebnisse zu präsentieren. Es ist an der Zeit, dass die Stadt diese Dualität anerkennt und ihr begegnet. Lektion 19. Systematisches Design. Der Umfang dieses Projekts ist sehr groß und wir müssen sicherstellen, dass jedes Detail mit der minimalistischen Vision des Kunden übereinstimmt. Ich beginne immer mit einem Plan, damit ich nicht von der schieren Anzahl der uns zur Verfügung stehenden Optionen überwältigt werde. Das ist eine sehr disziplinierte Herangehensweise. Ohne eine klare Struktur verliert man leicht die primär in ästhetischen Ziele aus den Augen. Derzeit gibt es in der Branche einen regelrechten Hype um die maximalistische Einrichtung, die aufgrund ihrer Komplexität durchaus umstritten ist. Obwohl es im Trend liegt, finde ich, dass ein gut organisierter, minimalistischer Raum eine viel ruhigere Umgebung für die Bewohner bietet. Ich bin der Ansicht, dass die Auswahl der Materialien unsere erste Priorität sein sollte, bevor wir uns mit dekorativen Elementen befassen. Ich werde ein digitales 3D-Modell des Wohnbereichs erstellen, um zu visualisieren, wie das natürliche Licht mit verschiedenen Texturen interagiert. Glauben Sie, dass der Trend zu Smart Homes die traditionellen Prinzipien der Innenarchitektur irgendwann überflüssig machen wird? Im Gegenteil, Technologie sollte nahtlos integriert werden, um die klassischen Prinzipien von Komfort und Ausgewogenheit zu verbessern. Ich werde unsere Lieferanten kontaktieren, um sicherzustellen, dass die von uns ausgewählten nachhaltigen Holzfußböden aktuell vorrätig sind. Ihr Fokus auf Nachhaltigkeit ist unerlässlich, da moderne Kunden zunehmend Wert auf die Umweltauswirkungen ihrer Häuser legen. Ich finde, dass ein systematischer Prozess mehr kreative Freiheit ermöglicht, weil die grundlegenden logistischen Abläufe bereits geregelt sind. Ich stimme zu. Sobald die Grundlage gesichert ist, können wir mit gewagteren Akzenstücken und Leuchten experimentieren. Ich werde unser nächstes Treffen mit dem Architekten organisieren, um sicherzustellen, dass die Steckdosen entsprechend unserer Möbelanordnung platziert werden. Ausgezeichnet. Ich werde die Budgetschätzungen heute Abend noch abschließen, um sicherzustellen, dass wir im Rahmen der finanziellen Vorgaben des Kunden bleiben. Ich freue mich sehr darauf, zu sehen, wie dieser leere Raum in ein anspruchsvolles und funktionales Zuhause verwandelt wird. Es ist ein lohnender Prozess und mit unserem strukturierten Plan bin ich sicher, dass das Endergebnis außergewöhnlich sein wird. Wir sehen uns morgen früh im Atelier, um die Stoffauswahl für die Hauptschlafzimmersuite zu besprechen.
Ich freue mich darauf, ein methodisches Vorgehen ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen und stressfreien kreativen Umsetzung. Lektion 20 Pizzabeläge. Ich habe mehrere Stunden damit verbracht, diesen Teig vorzubereiten, um sicherzustellen, dass er nach dem Backen bei hoher Temperatur die perfekte Konsistenz erreicht. Ich entscheide mich meist für Mozzarella, Peperoni und etwas geschnittenes Gemüse, um ein ausgewogenes und traditionelles Geschmacksprofil zu erzielen. Das ist eine klassische Kombination, obwohl ich heute Abend in Versuchung gerate, mit einigen handwerklich hergestellten Zutaten zu experimentieren. Und die Verwendung von Honig oder Früchten auf Pizza wird viel Aufhebens gemacht, was unter Puristen nach wie vor ein sehr kontroverses Thema ist. Obwohl diese Kombinationen in modernen Pizzerien in Trend liegen, glaube ich, dass die Qualität des Teigs der wichtigste Faktor ist. Ich finde, dass frisches Basilikum aus unserem Garten ein intensives Aroma verströmt, das getrocknete Kräuter einfach nicht nachahmen können. Ich werde die Ofentemperatur genau überwachen, um sicherzustellen, dass der Boden der Pizza knusprig wird, während der Käse zart bleibt. Glauben Sie, dass die Art des verwendeten Mehls einen signifikanten Einfluss auf den endgültigen Nährwert der Mahlzeit hat? Absolut, die Verwendung eines hochwertigen Doppelnullmehls sorgt für eine überlegene Struktur und ein besseres Geschmackserlebnis. Ich werde die Belege symmetrisch anordnen, um sicherzustellen, dass jedes Stück eine gleichmäßige Verteilung der Aromen bietet. Ihre Liebe zum Detail ist bewundernswert. Eine gut zubereitete Pizza ist ebenso sehr ein Kunstwerk wie eine Mahlzeit. Ich finde, dass das Kochen von Grund auf ein viel befriedigenderes Erlebnis ist als die Bestellung eines Fertiggerichts im Restaurant. Ich stimme zu. Dadurch können wir die Qualität jeder einzelnen Zutat kontrollieren und unnötige Zusatzstoffe oder Konservierungsmittel vermeiden. Ich werde einen leichten Balsamico-Salat zubereiten, der als Beilage den reichhaltigen Geschmack des Käses ergänzen soll. Das ist eine sinnvolle Ergänzung. Die Säure des Essigs bildet einen erfrischenden Kontrast zur herzhaften Pizza. Ich bin jetzt richtig hungrig, da der Duft des backenden Teigs die ganze Küche erfüllt. Es wird in etwa 8 Minuten fertig sein. Ich bin gespannt, ob unsere Zusammenarbeit ein Erfolg war. Ich werde heute Abend den Tisch mit unserer festlichen Tischwäsche decken, um den Abschluss unseres kulinarischen Projekts zu feiern. Ich freue mich darauf. Es gibt nichts Schöneres, als eine Mahlzeit zu teilen, die mit so viel Sorgfalt zubereitet wurde. Lektion 21. Darwins Reise. Die Geschichte der Biologie wurde durch die in 19. Jahrhundert durchgeführten Expeditionen grundlegend verändert. Die Beagle und das Schiff verließen England im Jahr 1831. Die Reise des Schiffes führte Darwin in 5 Jahren um die ganze Welt. Es ist faszinierend, sich vor Augen zu führen, dass er erst 22 Jahre alt war, als er diese monumentale Entdeckungsreise begann. Um seine Theorien ranken sich noch immer viele Diskussionen und Debatten. Sie bleiben in einigen Bildungskreisen ein kontroverses Thema. Seine Beobachtungen sind zwar ein Trend in der modernen Genomforschung, doch der Mut, den es erforderte, seine Ergebnisse zu veröffentlichen, ist wirklich bemerkenswert. Seine akribisch geführten Tagebücher bieten meiner Ansicht nach einen unvergleichlichen Einblick in die Entwicklung der Theorie der natürlichen Selektion. Ich werde in unserer Vorlesung seinen Aufenthalt auf den Galapagos-Inseln besonders hervorheben, da dies ein entscheidender Moment für seine Forschung war. Glauben Sie, dass Darwin ohne die Möglichkeit, so ausgiebig auf dem Meer zu reisen, zu seinen Schlussfolgerungen hätte gelangen können? Das ist unwahrscheinlich. Die Auseinandersetzung mit vielfältigen Ökosystemen und einzigartigen Arten war für die Identifizierung der Evolutionsmuster unerlässlich. Ich werde eine digitale Zeitleiste der Reise erstellen, um den Schülern die enormen Entfernungen zu veranschaulichen, die die Besatzung zurückgelegt hat.
Das wäre ein hervorragendes Lehrmittel, da es die logistischen Herausforderungen der wissenschaftlichen Forschung in jener Zeit veranschaulicht. Ich finde es inspirierend, dass eine einzige Reise zu einem Paradigmenwechsel führen konnte, der unser heutiges Verständnis vom Leben noch immer beeinflusst. Es erinnert uns in der Tat daran, dass Beobachtungsgabe und Neugier die mächtigsten Werkzeuge sind, die einem Wissenschaftler zur Verfügung stehen. Ich möchte auch den Kapitän des Schiffes, Robert Fitzroy, und seine eigenen Beiträge zum Gebiet der Meteorologie erwähnen. Das ist ein berechtigter Einwand. Wissenschaftlicher Fortschritt ist oft eine Gemeinschaftsleistung, auch wenn die Geschichte sich nur an wenige Einzelpersonen erinnert. Ich bin gespannt auf die Reaktionen der Studenten, wenn wir die Auswirkungen seiner Arbeit auf die moderne Medizin und Ökologie diskutieren. Ich teile Ihre Begeisterung. Das Verständnis unserer Ursprünge ist grundlegend für das Verständnis der Komplexität der Natur. Ich werde die Präsentationsfolien heute Abend fertigstellen, damit wir sie vor dem ersten Seminar morgen früh durchgehen können. Ich freue mich darauf. Die Geschichte der Beagle ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die Erforschung des Weltalls die Erweiterung des menschlichen Wissens vorantreibt. Lektion 22: Anfragen am Wochenende. Wenn wir in einem beruflichen Umfeld einem neuen Bekannten vorgestellt werden, ist es höflich, sich nach seinen persönlichen Interessen zu erkundigen. Welche Frage kann man stellen, um die Lieblingsbeschäftigung einer Person am Wochenende zu erfahren, ohne dabei zu aufdringlich zu wirken? Man könnte fragen, wie verbringen Sie am liebsten Ihre Freizeit, wenn Sie nicht Ihren beruflichen Verpflichtungen nachkommen? Das ist eine sehr raffinierte Formulierung. Um die Verwendung von Eisbrecherfragen in modernen sozialen Netzwerken wird viel Aufhebens gemacht. Obwohl solche Fragen im Trend liegen, ist es oft umstritten, ob sie zu einer echten Verbindung oder lediglich zu einem oberflächlichen Austausch führen. Ich glaube, dass ein aufrichtiges Interesse an der Antwort wichtiger ist als der genaue Wortlaut der Frage selbst. Ich werde diese Technik beim Firmenmittagessen am kommenden Freitagnachmittag üben. Haben Sie den Eindruck, dass Menschen im Allgemeinen gern über ihre Hobbys sprechen oder bevorzugen Sie es, eine strikt professionelle Grenze zu wahren? Die meisten Menschen begrüßen eine kurze Abwechslung von arbeitsbezogenen Themen, sofern das Gespräch respektvoll und angemessen bleibt. Ich werde versuchen, nach Ihren bevorzugten lokalen Kulturveranstaltungen zu fragen, um herauszufinden, ob wir gemeinsame intellektuelle Interessen teilen. Das ist eine ausgezeichnete Strategie. Sie ermöglicht einen natürlichen Übergang zu einem Gespräch über Kunst, Musik oder die Geschichte der Region. Ich stelle fest, dass ich mich in gesellschaftlichen Situationen oft wohler fühle, wenn ich im Voraus ein Repertoire an von meinen Fragen vorbereitet habe. Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel zu Selbstvertrauen in jeder Form der Kommunikation, insbesondere beim Gebrauch einer Fremdsprache. Ich werde auch die Körpersprache meines Gesprächspartners beobachten, um sicherzustellen, dass er sich mit dem Thema wohlfühlt. Sehr weise. Nonverbale Signale sind genauso wichtig wie die Worte, die wir wählen, um eine angenehme soziale Atmosphäre zu erhalten. Ich fühle mich deutlich besser vorbereitet, nächste Woche einen sinnvollen Dialog mit meinen internationalen Kollegen zu führen. Das freut mich zu hören. Ihr Engagement, die Nuancen des formellen Englisch zu beherrschen, ist wirklich lobenswert und offensichtlich. Ich werde diese Sätze heute Abend noch mit meinem Sprachaustauschpartner üben, damit sie sich natürlich anfühlen. Ich freue mich darauf, von Ihren Erfahrungen zu hören. Denken Sie daran, dass ein gutes Gespräch ein ausgewogenes Verhältnis von Sprechen und Zuhören erfordert. Lektion 23: Kaffeeauswahl. Die Auswahl an Gebäck in diesem Lokal ist wirklich beeindruckend. Es fällt schwer, sich endgültig zu entscheiden.
Das Mande Großhand ist perfekt. Es ist die Spezialität des Hauses und ich empfehle Ihnen wärmstens, seine Qualität selbst zu erleben. Ich werde das für Sie bestellen und vielleicht probiere ich auch das Peinau-Kokolat, um die unterschiedlichen Texturen des Gebäcks zu vergleichen. Wir bitten Sie außerdem, uns eine Kanne Ihres feinsten Earl Grey-Tees zu unserer Auswahl an traditionellen französischen Süßigkeiten zu servieren. In den Reiseführern wird dieses spezielle Café stark gehüpft, was oft ein umstrittener Indikator für die tatsächliche Qualität ist. Obwohl es bei Touristen im Trend liegt, besuchen die Einheimischen diesen Ort nach wie vor wegen seines Engagements für traditionelle Backmethoden. Ich werde zur Theke gehen, um unsere Bestellung aufzugeben, während Sie einen Tisch am Fenster mit Blick auf den Boulevard reservieren. Glauben Sie, dass der moderne Trend zu Fusiongebäck diese klassischen Rezepte in gehobenen Bäckereien irgendwann ersetzen wird? Ich glaube, dass es auch weiterhin eine Nachfrage nach Perfektion in traditionellen Formen geben wird, selbst wenn neue kulinarische Trends entstehen. Ich werde hier warten. Ich finde, die Atmosphäre eines ruhigen Morgens in einem Café ist die beste Zeit für tiefgründige Gespräche. Ich stimme zu, durch das Fehlen von Ablenkungen können wir uns voll und ganz auf die Qualität des Essens und die Gesellschaft konzentrieren. Ich finde es interessant, dass eine so einfache Kombination aus Mehl, Butter und Mandeln einen so raffinierten Geschmack ergeben kann. Es zeugt von dem Können des Konditors, der Temperatur und Garzeit mit absoluter Präzision steuern muss. Ich werde mich auch erkundigen, ob Sie eine Auswahl Ihrer Gebäckstücke in einer Geschenkbox anbieten, die wir unserem Gastgeber mitbringen können. Das wäre eine sehr aufmerksame Geste. Die Präsentation Ihrer Verpackung ist genauso elegant wie Ihre Lebensmittel selbst. Ich bin sehr froh, dass wir uns entschieden haben, hier anzuhalten. Es ist eine willkommene Pause in unserem ereignisreichen Nachmittag voller Besichtigungen. Ich teile Ihre Ansicht. Ein gut ausgewählter Snack in einer schönen Umgebung gehört zu den wahren Freuden des internationalen Reisens. Ich werde meine Notizen zur lokalen Architektur fertigstellen, während wir darauf warten, dass die Erfrischungen an unseren Tisch gebracht werden. Ich freue mich schon auf die Ankunft der Backwaren. Ich bin mir sicher, dass Sie die hohen Erwartungen, die Ihr Ruf weckt, übertreffen werden. Lektion 24: Serviki-Gebühren. Das Essen war hervorragend, aber ich muss die Endabrechnung noch einmal überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Posten korrekt erfasst wurden. Verrisse. Ja, es wird eine kleine Serviki-Gebühr zum Gesamtbetrag hinzugerechnet, was in vielen gehobenen Etablissements üblich ist. Mir fiel auf, dass es sich um einen festen Prozentsatz handelt, eine gängige Praxis, die von einigen Restaurantbesuchern als ziemlich umstritten empfunden wird. Obwohl es im Trend liegt, stellt es sicher, dass die Mitarbeiter unabhängig von den persönlichen Gewohnheiten des Gastes ein faires und einheitliches Trinkgeld erhalten. Ich bin der Meinung, dass man, wenn der Service wirklich außergewöhnlich ist, dennoch die Möglichkeit haben sollte, den Mitarbeitern eine zusätzliche Belohnung zukommen zu lassen. Ich finde, dass die Bequemlichkeit einer inkludierten Gebühr die endgültige Transaktion vereinfacht und jegliche soziale Peinlichkeit am Tisch verhindert. Ich werde nachrechnen, ob der Gesamtbetrag mit den Preisen auf der uns zu Beginn ausgehändigten Speisekarte übereinstimmt. Glauben Sie, dass sich die Serviki-Qualität in gehobenen Restaurants verbessert hat, seit diese obligatorischen Gebühren üblicher geworden sind? Das lässt sich schwer sagen. Es bietet den Mitarbeitern jedoch ein Maß an finanzieller Stabilität, das zuvor fehlte. Ich werde die Rechnung prüfen, um zu sehen, ob die Getränke heute Abend auch in der Berechnung der Bedienungsgebühr enthalten waren. In diesem speziellen Restaurant bezieht sich die Gebühr auf die gesamte Zwischensumme, was ein gängiger, aber umstrittener Branchenstandard ist. Meiner Ansicht nach ist Transparenz im Abrechnungsprozess unerlässlich für die Aufrechterhaltung des guten Rufs eines gehobenen Restaurants. Ich stimme zu,
Eine übersichtliche und korrekte Quittung ist der letzte Schliff für ein professionelles und hochwertiges kulinarisches Erlebnis. Ich werde für diese Ausgabe meine Firmenkreditkarte verwenden, da es sich um ein formelles Geschäftsgespräch im Zusammenhang mit der bevorstehenden Fusion handelte. Das ist angemessen. Ich werde dafür sorgen, dass Sie die physische Kopie der Quittung für die Unterlagen Ihrer Buchhaltung erhalten. Ich bin mit dem Gesamterlebnis zufrieden. Das Personal war den ganzen Abend über aufmerksam, ohne aufdringlich zu sein. Ich teile Ihre Zufriedenheit. Die Balance zwischen hochwertiger Küche und professionellem Service ist das, was ein großartiges Restaurant ausmacht. Ich werde unserem Kellner ein kleines zusätzliches Trinkgeld geben, da seine Weinkenntnisse besonders beeindruckend waren. Das ist eine großzügige und wohlverdiente Geste. Ich werde die Zahlung abschließen und dann können wir zur Oper aufbrechen. Lektion 25: Soziale Minenfelder. Dieser Teil des Museums fängt die tiefgreifenden Ängste und sozialen Veränderungen ein, die die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts geprägt haben. Sie bewegten sich in diesen Jahrzehnten durch ein Minenfeld neuer Geschlechtskrankheitenstämme und den aufkommenden Schatten von AIDS in ihrem Privatleben. Es war eine Zeit großer Angst und Kontroversen, da die medizinische Gemeinschaft darum rang, diese neuen Herausforderungen zu verstehen und zu bekämpfen. In den aktuellen Medien wird viel Aufhebens um die unbeschwerte Natur jener Zeit gemacht, doch die Realität war oft viel düsterer. Während Mode und Musik wieder im Trend liegen, werden die zugrunde liegenden sozialen Spannungen der Zeit von der Jugend oft übersehen. Ich bin der Überzeugung, dass die Lehren, die wir während dieser Krise gezogen haben, für unser aktuelles Management globaler Gesundheitsprobleme unerlässlich sind. Ich werde einen Artikel für die historische Fachzeitschrift schreiben, der die Auswirkungen dieser Gesundheitskrisen auf zwischenmenschliche Beziehungen untersucht. Finden Sie es beeindruckend, wie es Einzelpersonen trotz der vorherrschenden Unsicherheit gelang, Hoffnung und Gemeinschaft zu finden? Die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes zeigt sich in der Tat am deutlichsten, wenn er mit solch bedeutenden und persönlichen Bedrohungen konfrontiert wird. Ich werde die künstlerischen Bewegungen erforschen, die als Reaktion auf die Gesundheitskrisen der 1980er und 1990er Jahre entstanden sind. Kunst war schon immer ein wirkungsvolles Medium, um soziale Traumata zu verarbeiten und denjenigen eine Stimme zu geben, die an den Rand gedrängt werden. Ich finde, dass der Blick zurück auf diese Artefakte eine notwendige Perspektive darauf bietet, wie weit wir in der medizinischen Wissenschaft gekommen sind. Es dient auch als Mahnung, dass Fortschritt oft aus Notwendigkeit und Demut derer entsteht, die sich weigern zu schweigen. Ich werde heute Abend die Notizen für unsere gemeinsame Studie zum Sozialverhalten in Zeiten medizinischer Unsicherheit fertigstellen. Ausgezeichnet. Ich werde mich auf die Veränderungen in der öffentlichen Politik konzentrieren, die als direkte Folge des Aktivismus jener Zeit eintraten. Ich bin dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, diese Ereignisse mit dem Vorteil historischer Distanz und Objektivität zu untersuchen. Ich teile diese Ansicht. Nur wenn wir unsere Vergangenheit verstehen, können wir die potenziellen Fallstricke unserer eigenen Zukunft bewältigen. Ich gehe nun zur nächsten Galerie. Sie konzentriert sich auf die technologische Revolution, die auf die sozialen Veränderungen jener Zeit folgte. Ich werde Ihnen gleich folgen. Ich möchte mir noch einen Moment Zeit nehmen, um über die Tragweite der hier präsentierten Informationen nachzudenken.